Hi, heute geht es um den Entwurf und den Zusammenbau von so einer länglichen Ablageschale inklusive der Punzierung dazu. Als erstes habe ich mir überlegt, welche Dimensionen das Mäppchen haben soll und habe mir aus einfachem kariertem Papier etwas zusammengeschnibbelt und geschaut, was funktioniert. Ich habe mir markiert, wo irgendwelche Knickpunkte sind, wo Nieten hinkommen sollen und in welchem Bereich die Punzierung angesetzt werden kann. Dann habe ich alle relevanten Punkte auf ein Stück feste Pappe übertragen, die ich dann nachher als Schnittmuster verwenden möchte. Hier seht ihr die Dimensionen. Ihr könnt ja das Video kurz stoppen und euch einen Screenshot davon machen oder euch die Maße selber zusammenbasteln, wie es euch gefällt. Dann bin ich hingegangen und habe anhand meines Pappschnittmusters die Umringslinien auf ein Stück Leder aufgebracht. Als erstes habe ich gerade gecheckt, ob die Rückseite auch ohne Fehler ist. Und dann markiere ich mir die Umringslinien mit einer Ahle und alle Punkte, die für mich relevant sind. Wie ich eben schon erwähnte, für Nieten, den Bereich der Punzierung und so weiter. Ich schneide als erstes nur das Rechteck aus dem Leder, von daher kann ich ruhig ein einfaches Teppichmesser nehmen zum Zuschnitt. Dann geht es an den Entwurf der Punzierung. Normalerweise zeichne ich gerne direkt mit Bleistift auf das Leder. Da hier aber beide Seiten des Mäppchens mit dem gleichen Motiv versehen werden sollen, zeichne ich es auf einfaches Zeichenpapier. Die Maße dafür habe ich mir von meinem Schnittmuster übertragen und überlege jetzt, was möchte ich überhaupt als Punzierung haben. Da Federn anscheinend sehr beliebt sind, setze ich einfach mal erstmal eine Feder in die Mitte und umrahme diese dann mit ein paar Blättern.
Als nächstes übertrage ich dann das Muster auf ein Stück Transparentpapier, da ich zurzeit keinen Tracing-Film zur Hand habe. Tracing-Film würde ich immer nehmen, wenn ich das Muster mehrfach wiederverwenden möchte. Hier brauche ich es nur für die 2 Seiten des Mäppchens. Die nächste Schale bekommt wieder ein anderes Muster, also reicht Transparentpapier. Wie ihr beim Zuschnitt eben schon gesehen habt, ist das Leder etwas wellig bzw. uneben. Ich feuchte es an, wie ich es sowieso für die Punzierung machen muss, und gehe dann mit so einem Glas-Slicker über das Leder, um es glatt zu pressen, bzw. auch um die Oberfläche etwas zu glätten, was eine schönere Punzierung nachher auch ergibt. Da das Leder ja feucht sein muss, um das Muster mit dem Stylus zu übertragen, wellt sich das Transparentpapier natürlich ein bisschen auf. Deshalb Minimum 120 Gramm pro Quadratmeter als Transparentpapier nehmen. Das reguläre, was man im Schreibwarenladen bekommt, hat ca. 80 Gramm pro Quadratmeter. Besser ist immer, so einen speziellen Tracing-Film zu nehmen. Dann ist das Muster auf jeden Fall öfters wiederverwendbar als bei dem Transparentpapier. Nach 2, 3 Malen des Übertragens ist das Transparentpapier eigentlich durch. Dann geht es ans Musterschneiden mit dem Swivel Knife. Ich fange hier mit der Feder an, da diese mein Hauptmotiv ist, und dann die verschlungenen Blätter rechts und links. Immer dran denken, wenn 2 Linien aufeinanderstoßen, ca. 1 mm Abstand halten. Dieser wird nachher geschlossen mit dem Beveler. Gerade bei spitzwinklig zulaufenden Linien könnte sich sonst die Lederecke, die sich dann bildet, etwas lösen, und das sähe ziemlich unschön aus.
Hier das erste Bild nach der Arbeit mit dem Swivel Knife. Als nächstes ist der Beveler dran. Alle Arbeiten mit dem Beveler habe ich hier mal auf schnellen Vorlauf gesetzt. Das ist ja immer eine recht zeitraubende Arbeit. Und ich will euch nicht langweilen, aber ich denke, den einen oder anderen wird es interessieren. Das Muster auf der anderen Seite seht ihr hier schon fertig punziert. Ich habe das Ganze gefilmt und dann festgestellt, dass das Mikro nicht an war. Also das Ganze nochmal.
Mit dem Herringbone Tool arbeite ich hier nochmal ein paar Details der Feder heraus. Das wirklich in ganz raschem Vorlauf, weil für die Feder habe ich ein extra Video gemacht. Wer das gerne sich anschauen möchte, viel Spaß. Dann kommt der Pear Shader dran. Der kommt bei diesem Motiv hauptsächlich an den Blattspitzen zum Einsatz. Bei dem Motiv hier habe ich nur 2 Hintergründe. Über den Einsatz von diesen Hintergrundstempeln werde ich demnächst noch ein separates Video machen, bei dem ich auch die Anwendung von Backgroundern zeigen werde. Als letztes noch ein paar Zierschnitte mit dem Swivel Knife.
Dadurch, dass das Leder ein paar Mal feucht gemacht wurde mit Wasser und wieder getrocknet ist, bekommt es jetzt erstmal eine Schicht Öl. Hier nehme ich Neatsfoot-Öl von Fiebings. Nachdem das Öl getrocknet ist, bringe ich eine Schicht Tentcoat auf. Gut in die Punzierung einarbeiten. Dann bringe ich Fiebings Antikpaste, beziehungsweise das heißt eigentlich Antikfinish auf, um die Punzierung hervorzuheben. Auftragen, dann mit einem sauberen Küchentuch mit flacher Hand abwischen, trocknen lassen und dann nochmal eine Abschlussschicht Tentcoat aufbringen. Bevor ich mit der Punzierung angefangen hatte, habe ich auf der Rückseite ein paar Streifen Klebefilm aufgebracht, um die Rückseite vor Farbe zu schützen. Die Raulederseite wird ja die Innenseite von unserer Schale und die soll ja gleichmäßig aussehen. Hier stanze ich jetzt die insgesamt 4 Löcher an der Unterkante der Schale, damit ich die Seitenteile besser falten kann. Dann schneide ich das Leder zu nach meiner Vorlage. Diesen Teil hatte ich schon ein anderes Mal gefilmt. Ihr seht hier ein etwas anderes Muster. Ob man den endgültigen Zuschnitt jetzt vor dem Färben oder nach dem Färben macht, ist aber eigentlich egal. Dann möchte ich noch ein paar Ecken abrunden und zeichne mir die Radien mit einem Stahl-Kreislineal an. Hier habe ich mal wieder Besuch von meinem Kater bekommen, der sich einfach nicht hat vertreiben lassen. Der brauchte ein bisschen Liebe. Im Endeffekt habe ich nachgegeben und habe ein anderes Mal weitergemacht. Nachdem der Kater seine Streicheleinheiten bekommen hat, konnte ich dann diese Rundungen endlich auch schneiden. Hier der Kater mal in Großaufnahme, wie er auf meiner Sattler-Nähmaschine hockt. Und hier Katze Nummer 2, das ist die Atari, die macht sich hier auf meiner Werkbank breit. Oder sie hat ein bequemes Plätzchen dort gefunden. Genug der Katzen, zurück zu unserem Projekt. Die Kanten müssen ja noch bearbeitet werden. Hier gehe ich hin mit einem Edger und schräge alle Kanten ab. Sowohl von der Oberseite des Leders als auch von der Unterseite. Bei dieser Schale habe ich mich jetzt dazu entschlossen, keine Nieten zu setzen an den Seiten, sondern so eine Buchschraube, weil ich hier welche habe, die auch so eine florale Prägung haben. Deshalb fand ich, dass das besser passt. Hier ein Mäppchen ohne Punzierung aus Pull-Up-Leder mit einer Kupfer-Sattlerniete.
und hier mit Doppelkopfnieten. Hier mal alle im Vergleich. Ich hoffe, ihr habt was gelernt dabei, hattet ein bisschen Spaß und baut es eventuell nach. Ich finde, es ist auch ein schönes Geschenk. Wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Video. Wie gesagt, da geht es um die Background-Tools beim Punzieren. Wer noch Fragen hat oder Vorschläge für andere Videos, einfach in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal.